Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Ja, Themen, die wir für euch heute frisch gepresst haben, natürlich geht es um die Luftraumschließung gestern in Doha. Da gab es nicht nur für Qatar Airways, sondern auch für andere Fluggesellschaften Probleme. Dann haben wir Air India, die haben ein paar Gänge, die sie runterschalten wollen. Und das EU-Parlament hat diesmal etwas, was sinnvoll ist. Ich wollte gerade schon wieder sagen, sinnbefreit, weil das ist ja eigentlich immer was zu machen. Aber diesmal ist es doch in Ordnung. Und zwar, kleine Gepäckstücke sollen kostenlos mitfliegen. Weiter haben wir das Thema Entwicklung der Luftfahrt. Das ist von einem von euch zugeschickt worden. Danke dafür. Stadtberg, glaube ich, war es. Und da ist es so, dass die Entwicklung der Luftfahrt in Deutschland natürlich problematisch ist. Auch haben wir ein weiteres Problemfeld, das ist bei Verdi beziehungsweise respektive City Airlines. Da gibt es Tarifierung. Swiss hat ein neues Flugzeug im Portfolio und auch mit einer neuen Lackierung. Und es gibt Potenzial zum Streik in den Niederlanden bei KLM. Und wir haben nochmal etwas aus der Welt der Meilenpunkte und des Status. Aegean, da gibt es 30% Rabatt für Flüge, also für den einen oder anderen durchaus interessant. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen. Aber auch ganz, ganz wichtig, kommt aufs School, dann diskutieren wir die Sachen aus. Ja, das erste Thema, das wir haben, ist natürlich die Luftraumsperrung gestern am 23. Juni in Katar. Und da ist es so, dass natürlich die iranischen Raketenangriffe auf den Ul-Udeid Militärstützpunkt der Amerikaner, der ja von den Amerikanern geräumt war. Übrigens sind da auch ein paar Bundeswehrsoldaten, nur so als Randbemerkung bei Doha. Und da ist es so, dass der Luftraum für ein paar Stunden komplett gesperrt wurde. Wegen der Eskalation im Nahen Osten ist es natürlich auch so, dass die Amerikaner das erwartet hatten und die Katari, die Emirati, alle, die halt diese Basen für die Amerikaner im Mittleren oder Nahen Osten, wie wir es nennen, betreiben, haben damit gerechnet. Einige Flüge sind interessanterweise dann doch irgendwo zwischengelandet, zum Beispiel, natürlich, weil sie nicht nach Doha fliegen konnten. Der Flieger die sind nach Daman gebracht worden, und zwar Athen, Sofia, Belgrad, Trabzon, Kuwait City, die sind dort alle gestartet und dann in Daman gelandet, dann nach Maskat im Oman. Da sind die Flieger gelandet aus Kathmandu, aber auch Singapur, eine 777, aber auch alles von Qatar Airways. Dann aus London Gatwick nach Riyadh, dann Amman nach Medina, Lagos in Abu Dhabi. Also das heißt, die wollten weiter nach Doha, aber sind dann in Abu Dhabi gelandet. Und eine Cargomaschine aus Chicago ist in Lüttich gelandet. Lüttich ist natürlich auch ein Cargo-Flughafen. Qatar Airways ist natürlich besonders betroffen gewesen, weil Doha ein Angriffsziel war. Die internationalen Luftverkehrsströme sind dadurch natürlich gestört worden, aber auch Cargoflüge. Viele Sachen gehen ja da unten rum, weil man kann ja auch schon alleine über die Ukraine nicht mehr fliegen. Heißt also, man hat da viel Gefahrenpotenzial. Finnair hat ja zum Beispiel alle Flüge nach Doha gecancelt. Weitere Eskalationen sind natürlich möglich. Die Waffenruhe hat wohl so semi gehalten. Das ist so, muss ich mal gucken, wenn ich so den Überblick hier habe, sieht so aus, als ob es da ein paar Sachen gab vom Iran, aber auch von Israel. Qatar Airways hat natürlich da jetzt ein Thema. Vielleicht ist da ein Thema mit den Versicherungen, dass man dort dann anfängt, die Versicherung neu zu bewerten. Also da könnt ihr natürlich auch sagen, was ihr davon haltet. Ein Highlight, wenn man es so nennen will, gestern bei den Auswirkungen war ein Flug von Qantas, Konzentration, ne, alles mit Q. Und da ist es so, dass natürlich Luftraumsperrungen waren, Katar, VAE, Bahrain, Kuwait und so weiter. Und damit gab es natürlich auch massive Beeinflussungen. Der Luftraum ist wieder offen, alles von uns auch Kunden, die gestern, glaube ich, ein Kunde von uns ist in Izmir, glaube ich, notgelandet. Also notgelandet kann man jetzt nicht richtigerweise sagen, muss ich ja Ehrlichkeit halber, aber zwischengelandet, um da halt zu gucken. Und der erste Flug, der dann auch ging, war Flynas von, wo war das? War ein Flug nach Jeddah von Doha aus.
Und der besondere Flug, den ich euch erzählen wollte, das ist der Flug QF33. Das ist also Qantas und die sind 15 Stunden lang von Perth nach Perth geflogen. Die QF33, die eigentlich nach Paris wollte, ist eine Boeing 787-9er, musste vor Indien umdrehen, da die Luftraumüberflüge über den Nahen Osten natürlich nicht mehr möglich waren. Die 15 Stunden sind quasi so lange, wie du fast gebraucht hast, von Perth bis nach Paris. Aber man ist dann wieder am Ausgangsflughafen in Perth gelandet. Also daran sieht man natürlich, was es dort bei Sperrungen des Luftraums für Herausforderungen gibt und für Kuriositäten. Viele Flüge sind halt wirklich dort gestrichen worden und zum Opfer gefallen. Ja, man kann natürlich sagen, dass das dann nochmal mit dem blauen Auge davongekommen sind, alle, weil da nichts passiert ist. Keine Toten, keine Verletzten. Das ist schon mal sehr gut. Wo es leider Tote gab, das war auf dem Flug von Air India 171 am 12. Juni 2025. Und da ist es halt so, dass Air India jetzt die Reduzierung der Flugkapazitäten gemacht. Heißt also, dass man bis mindestens 15. Juli einen Rückgang von bis zu 5% bei den Inlandsflügen hat. 118 Flüge wöchentlich innerhalb Indiens werden gestrichen. Heißt also, 118 Flüge sind 5%. Dann könnt ihr ja selber mal ausrechnen, wie viele Flüge es gibt. Dann 3 Routen werden komplett gestrichen, 19 werden Frequenzen reduziert. Auf internationalen Strecken wird das Langstreckenprogramm sogar um 15% gekürzt. Entlastung ist deshalb vonnöten, weil man möchte einmal die Technik entlasten und damit auch den Flugbetrieb, die Mitarbeiter, die da sind. Es gibt auch von der indischen Luftfahrtaufsicht, der DGCA, ein Audit und dieses Audit hat, glaube ich, auch schon vorher angefangen. Anlass ist die Sicherheitsüberprüfung nach dem Absturz in der Air India Zentrale in Gurugram. Und Einführung eines neuen 360-Grad-Audit-Verfahrens ersetzt die bisher siloartigen Einzelkontrollen. Multidisziplinäre Teams prüfen jetzt gleichzeitig, 360 Grad heißt quasi alles, ne? Flugzeuge, Wartungslizenzunterlagen, Trainingssysteme, Flugsicherheitseinrichtungen, Flughafenprozesse. Und Air India wurde halt von dem Tata-Konzern übernommen. In den letzten Monaten gab es halt massive Expansion von Flotte und Streckennetz. Der Unfall bremst nun natürlich diese Wachstumsdynamik. Aber das ist natürlich im Rahmen dessen doch spannend in meinen Augen, weil man ehrlicherweise sagen muss, dass das wichtig ist, dass man dem ganzen Thema dort auf den Grund geht und sieht, was da passiert. Ja, den kuriosen Fall von Qantas hatte ich schon. Ich weiß gar nicht, warum ich den nochmal hier habe, aber ich habe den Beitrag von dem EU-Parlament, den ich euch angekündigt habe, anscheinend nicht in mein Skript integriert, aber ich werde ihn euch jetzt bringen. Das Thema ist das Thema vom EU-Parlament, was uns ermöglicht, dass wir Gepäck mitnehmen können. Und dieses, was die dort besprochen haben, ist so, dass man halt sagt, dass man 2 kleine Gepäckstücke kostenlos sogar mitnehmen soll. Maximal ist ein Stück ist die Handtasche, Rucksack oder Laptop, Maximalmaße 40, 30, 15. Zweites Stück, kleines Handgepäckstück, zum Beispiel Trolley, maximale Höhe 46, aber die gesamte Kantenlänge nur 100 cm, heißt also Länge plus Breite plus Höhe. Dann geht es weiter, dass man dort nochmal eine familienfreundliche Sache einbauen möchte, auch dass Kinder unter 12 Jahren kostenfrei neben der Begleitperson sitzen dürfen, ohne Zusatzgebühren. Heißt also, dass das ein Teil ist der Fluggastrechteverordnung, der EU-Verordnung. Ziel soll mehr Transparenz und einheitliche Regeln für Flugreisen in der EU sein. Verschlechterungen sind geplant. Ich habe da schon mal darauf hingewiesen, man kann da nicht oft genug darauf hinweisen, dass es auch Verschlechterungen gibt. Einmal die Entschädigung ab 4 Stunden anstatt bisher für 3 Stunden, also da gibt es eine Verschlechterung. Für Flüge bis 3.500, für längere Flüge Entschädigung ab 6 Stunden Verspätung, also auch wieder eine Verschlechterung. 300 € und bei Langstreckenflügen über 3.500 sollen es nur 500 € sein. Ab 3 Stunden Verspätung Anspruch auf pauschale Entschädigung. Das ist die derzeitige Rechtslage.
Einmal trocken geredet. Ja, Kritik gibt es natürlich auch an dem ganzen Thema. Jan-Christoph Oetjen von der FDP sagt, klare Ablehnung der 4-Stunden-Regel, das sei eine rote Linie für das Parlament. Vivian Costanzo von der SPD sagt, eine Abschwächung der Entschädigungsregelung sei indiskutabel. Und von der CDU der Jens Giesecke, das Parlament will klare und faire Richtlinien für Airlines durchsetzen. Ja, die Verhandlungen sollen im Oktober 2025 starten. Noch ist ein bisschen Zeit. Ziel ist der Abschluss der Gesetzesreform irgendwie Weihnachten oder dann spätestens im Frühjahr 2026. Also ihr seht, da gibt es Bewegung. Ein Thema, was auch immer wieder durch das Dorf getrieben wird, wie eine Sau, hätte ich fast gesagt, das ist die Entwicklung des Luftverkehrs 2019 im Vergleich 2025 in Deutschland. Rückgang bei Strecken und Flügen von Deutschland nach Europa 9% bei den angebotenen Strecken, 15% bei den durchgeführten Flügen. Gründe sind natürlich der Krieg in der Ukraine, Fortfall von Routen nach Moskau, Kiew, Minsk, Rückgang direkter Verbindungen von kleineren, mittleren Flughäfen, gerade zu den Wirtschaftszentren wie Zürich, Brüssel, Wien, Warschau oder Paris. Die Nahostkrise hat auch so ein bisschen Einfluss, Raketenangriff auf den Iran und so weiter, muss man natürlich auch sagen, dass halt wichtige Lufträume gesperrt sind. Damit ist es halt so, dass Flüge umgeleitet werden müssen oder auch gestrichen werden müssen. Und die Passagierflugzeuge, gerade bei uns aus dem Westen, sind natürlich ein Risiko, weil man dort wieder, ich sag jetzt mal, ein potenzielles Ziel ist. Eine Regionalflughäfen wurden auch wieder später geöffnet. Wenn man sich die Kapazitätsentwicklung Juni-November 2025 anschaut, heißt also mit dem Vorjahr vergleicht, wie kann das sein mit Juni, November? Ich muss mal genauer gucken, warte, lass mich mal genau schauen, damit ich euch hier nichts Falsches sage, weil im November haben wir ja Gott sei Dank noch nicht, noch ist ein bisschen Sommer. Auf jeden Fall ist es so, wenn man sich das anguckt, wahrscheinlich von November bis Juni, ne? Dann hat man in Deutschland gesamt 143 Millionen,6 Sitzplätze plus 6% zum Vorjahr, 93% des Vor-Corona-Niveaus sind damit erreicht. Innerdeutscher Verkehr stagniert bei 53%, wenn man 2019 als Basis nimmt. Dezentrale Strecken ohne Frau und Muck nur bei 21%. Grund ist wohl, dass viele Geschäftsreisende auf die Bahn umgestiegen sind, im Jahresvergleich minus 16%. Im europaweiten Vergleich ist die so, dass die Recovery auf europäischen Kurz- und Mittelstrecken 99% ist, getrieben durch touristischen Verkehr nach Südeuropa, ethnisch geprägte Strecken und schwächer die Verbindung in wirtschaftsrelevante europäische Regionen. Langstreckenentwicklung, da sind wir bei 96% des Vorkrisenniveaus. Wachstumsdynamik flacht ab. Gute Erholung bei Verbindungen im Mittleren Osten, Zentralasien, Hubverbindungen nach Asien über Non-EU-Hubs. Frankfurt, Muck jeweils 91% des 2019er Niveaus. Auch ist es so, dass die regionalen Flughäfen in Deutschland, Berlin, Düsseldorf, Köln, Stuttgart unterdurchschnittliche Erholung vorweisen, fehlende Punkt-zu-Punkt-Verbindung, dezentrale Flüge, kleine Flughafen, da können wir mit Detmold, was ist das, Nürnberg, was haben wir denn, FMM, Memming ist das, glaube ich, und Frankfurt-Hahn haben 20% Wachstum, weil die natürlich durch die Billig-Airlines getrieben werden, geringere Betriebskosten und die haben natürlich Fokus auf den ethnischen Verkehr und auf Tourismus. Europa gesamt im Vergleich zu Deutschland, kann ich euch auch sagen, Europa gesamt plus 5% im Vorjahr, 106% Recovery gegenüber 2019, also 6% mehr als 2019, Punkt zu Punkt, Airlines 40% Marktanteil, 124% Recovery. Touristische Carrier und außereuropäische Netzwerk-Airlines 110%, also die sind sogar 10% drüber. Deutschland ist halt eine langsame Erholung, Wachstum plus 5% versus Vorjahr, schwächere Erholung bei Punkt zu Punkt. Touristische Airlines 130 Recovery, aber zu geringer Markteinteil für Gesamttrend. Was nehmen wir als Fazit mit? Das Fazit ist, Deutschland hinkt in der europäischen Luftfahrtentwicklung deutlich hinterher. Dezentrale Verkehre und innerdeutsche Strecken sind besonders schwach. Es gibt nur Impulse durch touristisch geprägte Fluggesellschaften und die kleineren Flughäfen mit Low-Cost-Carriern. Und natürlich auch der nachhaltigere Wandel, Umweltverhalten, Bahn versus Flug. Das heißt auch die Leute, dass die mehr Bahn fahren als fliegen. Und natürlich auch der Strukturwandel bei Geschäftsreisen und Flugangeboten. In dieses Thema passt auch die Verdi rein. Die haben einen Tarifkonflikt bei Lufthansa. Die wollen
jetzt im Juni, Stand Juni logischerweise, Tarifverhandlungen mit der Lufthansa City Airlines. Ziel sind getrennte Vergütungsverträge mit Piloten und Flugbegleitern sowie ein gemeinsamer Tarifvertrag zu den Dienstregeln. Hintergrund ist natürlich der Betriebsstart 2024 als neue Zubringer-Airline für Lufthansa. Aktuell gibt es bei der City Airlines 8 Flugzeuge, 300 Mitarbeiter, keine bestehenden Tarifverträge und es soll halt wohl so sein, wie wir schon mehrfach berichtet haben, dass die City Airlines die City Line ablösen soll. Und dort gab es andere Tarifpartner, das ist auch interessant, nämlich die UFO für die Kabine und die Vereinigung Cockpit fürs Cockpit. Verdi positioniert sich hier als vertretungsberechtigte Gewerkschaft, da angeblich eine Mehrheit der Mitarbeiter bei Verdi organisiert sind. Verdi beansprucht damit die Tarifhoheit für Cockpit und Kabine. Und da gibt es Marvin Ryszynski, den kennen wir ja alle von der Verdi. Er sagt, Beschäftigte aus Cockpit und Kabine der Lufthansa City Airlines haben sich klar für Verdi entschieden. Klar gibt es Spannungen im Lufthansa-Konzern. Vereinigung Cockpit und UFO sehen Verdi als Konkurrenzgewerkschaft und kritisieren die Tarifstrategie bei Discover Airlines. Da soll es ja so sein, dass die Verdi die Tarifverträge abgeschlossen hat, die auf die Vorarbeiten von der Vereinigung Cockpit basieren. Vereinigung Cockpit, da war es ja auch so, dass Lufthansa gesagt hat, hey, wenn wir das so und so machen, dann unterschreiben wir es, um da ein bisschen Stress zu machen. Auch weiter ist es so, dass die Vereinigung Cockpit und UFO natürlich eine Aushöhlung ihrer Position befürchten. Personalüberhänge von Cityline zu City Airlines sollen ursprünglich tariflich abgesichert werden. Diese Frage steht natürlich jetzt irgendwie ich sage jetzt mal einfach, ist nicht mehr so ganz so sicher, dass das passiert. Innerhalb der Lufthansa-Gruppe ist es so, dass die Verdi bei der Discover, bei der Eurowings, bei der Technik, Boden- und Servicepartnern die Nase vorn hat. Und damit ist es halt die größte deutsche Gewerkschaft für fliegendes Personal laut eigener Darstellung, muss man sagen. Ja, ich bin mal gespannt, was da passiert und was da noch alles so kommt. Bei der Swiss gibt es als Thema ein neues Familienmitglied, und zwar den Airbus A350. Das ist das erste Flugzeug in der Geschichte von Swiss, was ein A350 ist. Die Kennung ist Hotel Bravo, was natürlich die Schweiz ist, HB, und IFA, also India Foxtrot Alpha. Die Auslieferung ist im Spätsommer 2025 geplant, ist ein neues Flugzeugmodell, aber auch nur mit dem neuen Kabinenkonzept Senses. Die Sonderbeklebung ist auch relativ spannend, und zwar Wanderlust. Nicht bemalt, sondern vollflächig beklebt mit Spezialfolien. Gesamtfläche der Folien 380 Quadratmeter, also auch eine Riesenzahl. Verwendung von etwa 360 präzise zugeschnittenen Segmenten. Entwickelt mit Hilfe von 3D-Software, Designprojekten, Segmentierung. Die Folierung ist in Handarbeit millimetergenau ausgeführt worden. Und damit ist das erste Flugzeug weltweit, das so eine großflächige Folierung hat. Ja, Designmotive aus der ganzen Schweiz, heißt also Bern, Bundeshausboote auf der Aare, Bären aus dem Bärengraben, Zürich das Großmünster, Statue von Niki de Saint-Phal im Hauptbahnhof, in Romandie, das ist die französische Schweiz, Freddie Mercury Statue in Montreux, Schloss Chillon, Montreux Jazz Festival, Jet d'Eau, Genf, das UNO-Hauptquartier, Entschuldigung. Tessin, das ist das, wo man Italienisch in der Schweiz spricht. Da gibt es Locarno Filmfestival mit Goldener Leopard und symbolische Darstellung. Leopard springt aus der Leinwand. Was sollten wir noch sagen? Man hat natürlich die Triebwerke mit Motiven verziert. Neue Technik erfüllt Anforderungen, Aerodynamik, Haltbarkeit, Sicherheit, künstlerische Gestaltung. Und es wurde natürlich mit der Swiss und Airbus zusammen dem Design-Team gemacht. Jens Wehlinger, der CEO von der Swiss, hat natürlich auch was gesagt. Zum ersten Mal in unserer Geschichte kommen ein komplettes neues Flugzeug, ein völlig neues Kabinenkonzept zusammen. Freuen wir uns drauf. Oder was denkt ihr dazu? Was ist eure Meinung? Streik gibt es anscheinend bei der KLM. Am Samstag, dem 28. Juni ab 2 Uhr, Dauer 24 Stunden, Bodenmitarbeiter bei der KLM. Das ist halt Gepäckabfertigung, Flugzeug, Schleppen, Check-in, und wird organisiert von 2 Gewerkschaften. Da es von der KLM keine Lohnerhöhungen angeboten gab, stattdessen fordert das Management Effizienzsteigerung von 5%. Managementboni sollen gleichzeitig um 32% erhöht werden. Ja, ist natürlich ein Problem. Und Mitarbeiter akzeptieren nur inflationsausgleichende Lohnerhöhungen, fordern keine Extraprämien. KLM hat eine einstweilige Verfügung beantragt, um den Streik zu blockieren.
Denkt dran, dass dort auch die EU-Verordnung 261/2004 noch gilt. Pflicht zur Betreuung, Verpflegung, Hotel bei Verspätungen, Umbuchung auf frühestmöglichen Flug, auch mit anderen Airlines, Rückerstattung auch bei nicht stornierbaren Tickets, falls der Flug ausfällt oder stark verspätet ist. Entschädigung, Barzahlung möglich, da ein Streik nicht als außergewöhnlicher Umstand gilt. Ja, die KLM-Mitarbeiter, da bleibt nur als Fazit zu ziehen, sind halt sehr unglücklich und unzufrieden, vor allem wegen des ungleichen Verhältnisses, wenn es darum geht, um Gehälter und um Boni. Fluggäste sollen halt genau gucken, ob das was passiert, denn ihr solltet euch informieren, wenn das Gericht das zum Beispiel noch kappt, was möglich ist. Wir haben ja 24, also 28 dauert ein bisschen. Und ihr solltet eure Rechte kennen und solltet nicht da Angst haben, eure Rechte durchzusetzen. Als letztes haben wir noch einen Deal, und zwar Aegean Airlines 30% Rabatt auf internationale Flüge aus Griechenland. Reisezeitraum 1. September bis 30. November. Buchungszeitraum ist bis zum 30. Juni. Nur Hin- und Rückflüge ab Griechenland, internationale Ziele. Zahlung mit der Visa-Kreditkarte. Verwendung des Promocodes Autumn Visa 25, heißt also Autumn wie Herbst im Englischen, AUTUMN, neues Wort, ein Wort, Visa VISA 25. Ich wiederhole, AUTUMN und dann Visa und 25, alles in einem geschrieben, Autumn Visa, also Herbst Visa, Kreditkarte. Gültig für Economy, Business auf allen Flügen mit Aegean und Olympic. Der Rabatt wird erst im Warenkorb angezeigt und angewendet, heißt also nicht direkt in der Flugübersicht sichtbar. Es ist eine gute Gelegenheit für alle, die international reisen wollen, ab Griechenland dort zu sparen, besonders für Reisende mit Visa zahlen. 30% auf reguläre Tarife ist großzügig, oder was denkt ihr? Jetzt ist der Moment, wo ihr den Kanal abonnieren solltet, die Glocke anmachen solltet, ein Like da lassen solltet und dann natürlich ganz, ganz wichtig, was haben wir noch? Kommt aufs Gute. Also bis morgen und ich muss weiter und ich freue mich, euch demnächst wieder zu sehen. Also bis dann, ciao, ciao.